Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über Zeitmanagement sprechen. Hast du Tipps, wie man seine Zeit besser managen kann? Ja, ich habe ein paar Tipps. Ich versuche, meinen Tag zu planen und einen Zeitplan zu nutzen. Und du? Ich nutze auch einen Zeitplan. Ich schreibe mir jeden Morgen eine To-Do-Liste. Das hilft mir zu wissen, was ich zu tun habe. Das ist eine großartige Idee. Ich benutze einen Kalender auf meinem Handy. Ich setze Erinnerungen für meine Aufgaben. Ich nutze einen Papierplaner. Ich schreibe gerne Dinge auf. Das gibt mir ein Gefühl von Ordnung. Dinge aufzuschreiben ist sehr hilfreich. Was machst du zuerst an deinem Tag? Ich schaue mir meine To-Do-Liste an. Ich sehe mir die Aufgaben an und entscheide, welche ich zuerst erledigen möchte. Ich wähle normalerweise zuerst die einfachen Aufgaben. Das gibt mir ein gutes Gefühl, sie abzuschließen. Ich beginne auch mit den einfachen Aufgaben. Dann gehe ich zu den schwierigeren über. Morgens fühle ich mich energiegeladener. Ja, das stimmt. Morgens habe ich mehr Energie und Konzentration. Welche Aufgaben hast du heute auf deiner Liste? Heute habe ich 3 Hauptaufgaben. Zuerst muss ich einige E-Mails beantworten. Zweitens habe ich einen Bericht zu schreiben. Drittens werde ich für meine Prüfung lernen. Das ist eine gute Liste. Ich habe ähnliche Aufgaben. Ich muss ein Kapitel meines Buches lesen, an einem Projekt arbeiten und einen Anruf tätigen. Es ist wichtig, klare Ziele zu setzen. Wenn deine Aufgaben klar sind, ist es einfacher, sie zu erledigen. Genau. Ich versuche auch, Ablenkungen zu minimieren. Ich schalte die Benachrichtigungen meines Handys aus, wenn ich arbeite. Das ist eine kluge Idee. Ich benutze manchmal den Nicht-Stören-Modus auf meinem Handy. Das hilft mir, mich zu konzentrieren. Ich finde auch einen ruhigen Ort zum Arbeiten wichtig. Ich sitze gerne in meinem Zimmer oder in einem ruhigen Café. Ein ruhiger Ort macht einen großen Unterschied. In einer lauten Umgebung kann ich nicht gut arbeiten. Machst du Pausen, wenn du arbeitest? Ja, das tue ich. Ich mache jede Stunde kurze Pausen. Ich stehe auf, dehne mich und trinke etwas Wasser. Ich mache auch Pausen. Ich stelle einen Timer für 25 Minuten Arbeit und danach eine 5-minütige Pause. Das nennt man die Pomodoro-Technik. Ich habe von dieser Technik gehört. Sie hilft, in kurzen, konzentrierten Abschnitten zu arbeiten. Ja, das macht die Arbeit weniger überwältigend. Wenn ich meine Aufgaben in kleine Teile zerlege, fühle ich mich entspannter. Das ist eine gute Strategie. Ich versuche auch, meine Arbeit früh am Tag zu erledigen. Dann habe ich abends Freizeit. Das gefällt mir. Wenn ich meine Arbeit früh beende, kann ich ein Buch lesen oder einen Film schauen. Es ist wichtig, Freizeit für Hobbys zu haben. Um wie viel Uhr fängst du normalerweise mit deiner Arbeit an? Ich fange um 8 Uhr an. Ich wache um 7 Uhr auf, frühstücke und schaue mir dann meine To-Do-Liste an. Ich fange um 9 Uhr an. Ich wache um 8 Uhr auf und schaue mir auch nach dem Frühstück meine Liste an. Wir haben beide eine Morgenroutine. Ja, eine Routine hilft mir, meinen Tag zu planen. Ich weiß, was ich tun muss und wann. Planst du deine Aufgaben am Abend vorher? Manchmal mache ich das.
Ich nehme mir abends 5 Minuten Zeit, um eine kurze Liste für den nächsten Tag zu schreiben. Das macht den Morgen einfacher. Ich versuche, meinen Tag am Sonntag zu planen. Ich schaue mir meine Woche an und schreibe meine Ziele auf. So weiß ich, was ich an jedem Tag zu tun habe. Vorauszuplanen ist sehr hilfreich. Es reduziert Stress und hilft, auf Kurs zu bleiben. Was machst du, wenn du viel Arbeit und nicht genug Zeit hast? Wenn ich mich überfordert fühle, priorisiere ich meine Aufgaben. Ich frage mich, welche Aufgabe ist am wichtigsten? Dann erledige ich diese Aufgabe zuerst. Ich mache das Gleiche. Ich verwende ein einfaches System. A, B, C. A steht für sehr wichtige Aufgaben, B für wichtige Aufgaben und C für weniger wichtige Aufgaben. Das ist ein gutes System. Es hilft dir zu wissen, worauf du dich konzentrieren sollst. Ja, und manchmal sage ich sogar Nein zu zusätzlicher Arbeit, wenn ich zu beschäftigt bin. Nein zu sagen ist wichtig. Du musst deine Zeit schützen. Planst du auch Zeit für Spaß und Entspannung? Ja, ich plane immer etwas Freizeit in meinen Tag ein. Ich gehe gerne spazieren, höre Musik oder rufe einen Freund an. Ich plane auch unterhaltsame Aktivitäten. Am Wochenende mache ich Sport und schaue mir meine Lieblingssendungen an. Es ist wichtig, Arbeit und Freizeit auszubalancieren. Wenn man zu viel arbeitet, fühlt man sich müde und gestresst. Ich stimme zu. Wenn ich mir Zeit zum Entspannen nehme, arbeite ich besser. Mein Kopf ist klarer und ich habe mehr Energie. Was ist deine Lieblingsart, dich zu entspannen? Ich lese gerne ein Buch oder gehe im Park spazieren. Manchmal meditiere ich auch. Das klingt sehr schön. Ich höre gerne Musik und zeichne manchmal. Kreative Aktivitäten helfen mir, mich zu entspannen. Ja, etwas zu tun, das dir Freude bereitet, ist eine großartige Möglichkeit, deine Freizeit zu nutzen. Überprüfst du deine Aufgaben am Ende des Tages? Ja, das tue ich. Ich nehme mir ein paar Minuten, um zu überprüfen, was ich erledigt habe. Ich schreibe auf, was ich abgeschlossen habe und was ich morgen noch tun muss. Ich überprüfe auch meinen Tag. Es gibt mir ein gutes Gefühl, meine erledigten Aufgaben zu sehen. Das hilft mir besser für den nächsten Tag zu planen. Manchmal schreibe ich mir eine kleine Notiz an mich selbst. Gut gemacht oder du kannst dich verbessern. Das ist eine schöne Erinnerung. Das ist eine positive Gewohnheit. Sie hält dich motiviert. Mia, hast du Fragen zu meinen Zeitmanagement-Tipps? Ja, Liam. Kannst du mir mehr über die Pomodoro-Technik erzählen? Klar, die Pomodoro-Technik ist eine Methode, um in kurzen Abschnitten zu arbeiten. Du arbeitest 5 und 20 Minuten und machst dann eine 5-minütige Pause. Nach 4 Pomodoros machst du eine längere Pause von 15-30 Minuten. Das klingt interessant. Ich mag die Idee von kurzen Arbeitsphasen. Das macht die Arbeit weniger anstrengend. Ja, und während der Pause kannst du aufstehen, dich dehnen oder Wasser trinken. Das hilft deinem Geist und Körper. Ich werde versuchen, diese Technik anzuwenden. Nutzest du sie jeden Tag? Ich versuche sie zu nutzen, wenn ich viel Arbeit habe. Sie hilft mir, konzentriert zu bleiben und nicht müde zu werden. Ich werde sie auch ausprobieren. Danke für den Tipp. Gern geschehen, Mia. Hast du noch weitere Fragen? Ja, wie gehst du mit Ablenkungen um, wenn du arbeitest? Ich versuche, an einem ruhigen Ort zu arbeiten. Ich schalte die Benachrichtigungen meines Handys aus und schließe soziale Medien. Das ist sehr wichtig. Ich schließe auch meine Chat-Apps, wenn ich lerne. Das hilft mir, mich zu konzentrieren.
Manchmal benutze ich eine App, die Websites für eine kurze Zeit blockiert. Das hilft mir, konzentriert zu bleiben. Ich werde nach so einer App suchen. Ablenkungen machen die Arbeit schwieriger. Das tun sie wirklich. Es ist wichtig, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Liam, danke, dass du deine Zeitmanagement-Tipps geteilt hast. Ich habe heute viel gelernt. Gern geschehen, Mia. Ich freue mich, meine Ideen zu teilen. Hast du vor, etwas in deinem Zeitplan zu ändern? Ja, ich möchte die Pomodoro-Technik ausprobieren und meine Aufgaben am Abend vorher planen. Ich glaube, diese Änderungen werden mir helfen, weniger gestresst zu sein. Das ist ein großartiger Plan. Ich glaube, du wirst gute Ergebnisse sehen. Ich hoffe es. Ich möchte mehr Freizeit haben und dennoch meine Arbeit erledigen. Mit gutem Zeitmanagement kannst du beides schaffen. Du kannst hart arbeiten und auch deine Freizeit genießen. Ich stimme zu. Ich werde morgen mit deinen Tipps anfangen. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen, Mia. Ich bin immer hier, um zu helfen. Lass uns gegenseitig daran erinnern, unsere Zeitpläne zu überprüfen und auf Kurs zu bleiben. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können unsere täglichen Ziele teilen und uns gegenseitig unterstützen. Ich freue mich darauf. Es ist schön, einen Freund zu haben, der sich um Zeitmanagement kümmert. Ich stimme zu. Danke nochmal, Liam. Ich habe heute so viel gelernt. Es freut mich zu hören, Mia. Denk daran, gutes Zeitmanagement ist eine Fähigkeit. Es braucht Übung, aber es macht das Leben einfacher. Ich werde jeden Tag üben. Ich möchte organisierter und weniger gestresst sein. Du schaffst das, Mia. Ich glaube an dich. Danke, Liam. Ich fühle mich jetzt sicherer in Bezug auf meinen Zeitplan. Das ist großartig. Lass uns nächste Woche wieder treffen, um darüber zu sprechen, wie unsere neuen Gewohnheiten funktionieren. Ja, das würde ich gerne. Ich werde mir eine Notiz schreiben, um mich jeden Abend daran zu erinnern, meinen Tag zu überprüfen. Das ist eine gute Gewohnheit. Kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen. Ich bin gespannt darauf, neue Methoden auszuprobieren. Ich möchte Arbeit, Spaß und Ruhe in Einklang bringen. Du wirst erfolgreich sein. Zeitmanagement hilft dir, deinen Tag zu kontrollieren und Stress abzubauen. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke. Danke, dass du deine Tipps und Ideen geteilt hast. Du bist jederzeit willkommen, Mia. Lass uns gemeinsam weiter lernen und uns verbessern. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich werde meinen neuen Zeitplan mitbringen und wir können unsere Notizen vergleichen. Ich werde das Gleiche tun. Es wird interessant sein zu sehen, wie wir uns beide verändern. Ich stimme zu. Viel Erfolg bei deinen Aufgaben diese Woche, Liam. Danke, Mia. Viel Erfolg auch dir. Denk daran, Pausen zu machen und deine Freizeit zu genießen. Das werde ich. Hab einen tollen Tag, Liam. Du auch, Mia. Bis nächste Woche. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.